Hallo Leute. Ich begrüße euch bei Learn German. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Also los geht's. Lokale Präpositionen. Eine lokale Präposition ist eine Präposition, die einen Ort oder eine Bewegung beschreibt. Heute lernen wir die Präpositionen an, auf, in. An, auf oder in. Mit diesen Präpositionen kann der Dativ für wo verwendet werden. Oder ein Akkusativ wohin folgen. Das bedeutet, dass diese Präpositionen manchmal mit Dativ und manchmal mit Akkusativ kommen. Wir benutzen an, wenn wir am Wasser sind oder ans Wasser gehen. Auf die Frage, wohin, brauchen wir an plus Akkusativ. Beispiel: Sie geht ans Meer. Sie geht ans Meer. Wir benutzen an auch für Wasser und die Frage, wo sind wir? Wenn wir am Wasser sind, dann brauchen wir auch die Präposition an, aber mit dem Dativ. Beispiel: Sie liegen am Strand. Sie liegen am Strand. Beispiele: Ich fahre ans Meer. Ich fahre ans Meer. Ich bin am Meer. Ich bin am Meer. Ich gehe an den Fluss. Ich gehe an den Fluss. Ich bin am Fluss. Ich bin am Fluss. Ich fahre an den See. Ich fahre an den See. Ich sitze am See. Ich sitze am See. Ich gehe an den Strand. Ich gehe an den Strand. Ich liege am Strand. Ich liege am Strand. Ich fahre an die Küste. Ich fahre an die Küste. Ich bin an der Küste. Ich bin an der Küste. Ich setze mich ans Ufer. Ich setze mich ans Ufer. Ich sitze am Ufer. Ich sitze am Ufer. Ich gehe an den Teich. Ich gehe an den Teich. Ich bin am Teich. Ich bin am Teich. Zusammenfassung: an, neben oder entlang von etwas wie dem Strand oder dem Fluss. Wir benutzen an auch bei Nomen von Gewässern, mehreren Seen, Flüssen und so weiter. Beispiele: Ich fahre an die Nordsee. Ich fahre an die Nordsee.
Ich bin an der Nordsee. Ich bin an der Nordsee. Wir fahren ans Mittelmeer. Wir fahren ans Mittelmeer. Wir machen Urlaub am Mittelmeer. Wir machen Urlaub am Mittelmeer. Wir fahren an den Bodensee. Wir fahren an den Bodensee. Wir sind am Bodensee. Wir sind am Bodensee. Wir benutzen die Präposition an auch für einen Kontakt oder Nähe, wenn dieser vertikal ist. Auf die Frage, wo, brauchen wir an plus Dativ. Einige Beispiele. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Sie warten an der Bushaltestelle. Sie warten an der Bushaltestelle. Sie stehen an der Kasse. Sie stehen an der Kasse. Er sitzt am Fenster. Er sitzt am Fenster. Er kauft seine Fahrkarte am Schalter. Er kauft seine Fahrkarte am Schalter. Bei einer Bewegung, wohin, brauchen wir bei Kontakt oder Nähe die Präposition an mit dem Akkusativ. Beispiele. Er klopft an die Tür. Er klopft an die Tür. Sie geht an die Tür, weil es klingelt. Sie geht an die Tür, weil es klingelt. Er stellt den Schrank an die Wand. Er stellt den Schrank an die Wand. An benutzen wir normalerweise auch immer für Flughafen, Bahnhof, Tankstelle, Imbiss, Kiosk. Beispiele. Sie ist an der Tankstelle. Sie ist an der Tankstelle. Sie sind am Flughafen. Sie sind am Flughafen. Er wartet am Bahnhof. Er wartet am Bahnhof. Die Präposition an benutzen wir auch für die Wörter Grenze, Rand, Abgrund. Er steht am Abgrund. Er steht am Abgrund. Er sitzt am Beckenrand. Er sitzt am Beckenrand. An der Grenze wird der Pass kontrolliert. An der Grenze wird der Pass kontrolliert. Die lokale Präposition auf. Die lokale Präposition auf wird im Deutschen häufig verwendet, um einen horizontalen Kontakt zwischen zwei Objekten auszudrücken. Die Präposition auf. Auf
zeigt eine Position auf einer Fläche an. Mit Akkusativ wird verwendet, um Bewegung zu einer Fläche oder einem bestimmten Ort anzuzeigen. Mit Dativ wird verwendet, um den festen Standort auf einer Fläche anzuzeigen. Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Sie klettert auf den Baum. Sie klettert auf den Baum. Die Katze schläft auf dem Baum. Die Katze schläft auf dem Baum. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund liegt auf dem Tisch. Der Hund liegt auf dem Tisch. Wir stellen die Koffer auf den Boden. Wir stellen die Koffer auf den Boden. Die Koffer stehen auf dem Boden. Die Koffer stehen auf dem Boden. Verwendung mit Orten und speziellen Ausdrücken. Auf wird auch verwendet, um Orte und bestimmte Ausdrücke zu beschreiben, insbesondere für geografische Begriffe wie Planeten, Länder und spezielle Orte. Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Wir wohnen auf dem Land. Wir wohnen auf dem Land. Verwendung mit Verkehrsmitteln und Tieren. Auf wird auch mit bestimmten Verkehrsmitteln und Tieren verwendet, bei denen du oben auf etwas sitzt. Er fährt auf dem Fahrrad. Er fährt auf dem Fahrrad. Sie reitet auf dem Pferd. Sie reitet auf dem Pferd. Auf dem Schiff gibt es viele Container. Auf dem Schiff gibt es viele Container. Auf benutzen wir auch für Terrasse und Balkon, zum Beispiel. Sie sitzen auf der Dachterrasse. Sie sitzen auf der Dachterrasse. Ich stelle die Stühle auf die Terrasse. Ich stelle die Stühle auf die Terrasse. Sie bringt die Blumen auf den Balkon. Sie bringt die Blumen auf den Balkon. Sie feiern auf dem Dach. 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 Sie feiern auf
Dach. Wir benutzen auf für offene Flächen, also Flächen, die keine Tür haben, zum Beispiel Wiese, Feld, Rasen, Acker, Grundstück, Baustelle, Gelände, Hof. Sie liegen auf der Wiese. Sie liegen auf der Wiese. Sie spielen auf dem Rasen. Sie spielen auf dem Rasen. Er arbeitet auf der Baustelle.
Er arbeitet auf der Baustelle. Die Spieler sind auf dem Feld. Die Spieler sind auf dem Feld. Wir benutzen auf, auch bei, Straße, Weg, Autobahn, Pfad. Und so weiter, wenn es keine Name ist. Das Auto steht auf der Straße. Das Auto steht auf der Straße. Wir benutzen auf, auch für Plätze oder Märkte. Beispiele. Sie sind auf dem Spielplatz. Sie sind auf dem Spielplatz. Sie trainieren auf dem Sportplatz. Sie trainieren auf dem Sportplatz. Sie sind auf dem Jahrmarkt. Sie sind auf dem Jahrmarkt. Sie sind auf dem Flohmarkt. Sie sind auf dem Flohmarkt. Wir kaufen auf dem Markt ein. Wir kaufen auf dem Markt ein. Die Präposition auf benutzt man auch bei Orten, die höher sind oder höher liegen, wenn man nach oben geht. Zum Beispiel Turm, Berg, Gipfel, Bühne. Er ist auf dem Berg. Er ist auf dem Berg. Er ist auf dem Gipfel. Er ist auf dem Gipfel. Er steht auf der Bühne. Er steht auf der Bühne. Warst du schon einmal auf dem Eiffelturm? Warst du schon einmal auf dem Eiffelturm? Die lokale Präposition in. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude und so weiter, die eine Tür haben. Auf die Frage wo, brauchen wir in plus Dativ. Ein paar Beispiele. Gebäude. Wir sagen ich bin im Haus, in der Kirche, im Museum, im Theater und so weiter. Wir benutzen im auch für Geschäfte. Ich bin im Supermarkt, im Blumenladen, im Baumarkt oder ich bin in der Bäckerei. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude und so weiter, die eine Tür haben. Auf die Frage wo, brauchen wir in und Dativ. Ein paar Beispiele. Sie sitzen in der Bibliothek. Sie sitzen in der Bibliothek. Sie sind in der Küche. Sie sind in der Küche. Sie trainieren im Fitnessstudio. Sie trainieren im Fitnessstudio. Sie kauft im Supermarkt ein. Sie kauft im Supermarkt ein. Sie sind im Kino. Sie sind im Kino.
Wir benutzen in auch für Park. Wir sagen im Park oder ich gehe in den Park. Hier ein Beispiel: Sie verbringen Ihre Pause im Park. Sie verbringen Ihre Pause im Park. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude und so weiter, die eine Tür haben. Auf die Frage wohin brauchen wir in plus Akkusativ. Ein paar Beispiele. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Er geht in die Schule. Er geht in die Schule. Sie geht ins Bad. Sie geht ins Bad. Die Präposition in. In zeigt eine Position innerhalb eines Ortes oder Bereichs an. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Er steckt den Brief in den Umschlag. Er steckt den Brief in den Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Wir benutzen wo vor allem, wenn etwas in etwas drin ist. Ein paar Beispiele mit der Frage wo und Dativ. Die Schuhe sind im Koffer. Die Schuhe sind im Koffer. Das Brot ist in der Tüte. Das Brot ist in der Tüte. Die Suppe ist im Topf. Die Suppe ist im Topf. Die Briefe sind in der Kiste. Die Briefe sind in der Kiste. Der Sand ist im Eimer. Der Sand ist im Eimer. Der Kaffee ist in der Kanne. Der Kaffee ist in der Kanne. Wir benutzen etwas in etwas legen, stellen oder gießen und so weiter. Dabei haben wir die Frage wohin. Und dann brauchen wir in plus Akkusativ. Ein paar Beispiele. Ich stelle die Teller in den Schrank. Ich stelle die Teller in den Schrank. Ich gieße den Kaffee in die Tasse. Ich gieße den Kaffee in die Tasse. Sie legt die Spielsachen in die Kiste. Sie legt die Spielsachen in die Kiste.
Wir schieben die Pizza in den Ofen. Wir schieben die Pizza in den Ofen. Wir benutzen in auch für geschlossene Fahrzeuge mit Tür und Dach, wie zum Beispiel Flugzeug, Zug, Bus, Auto, Taxi, U-Bahn und so weiter. Zum Beispiel mit Dativ. Wo bist du? Ich bin im Auto. Oder mit Akkusativ. Was machst du? Ich steige in den Bus. Sie sitzen in der U-Bahn. Sie sitzen in der U-Bahn. Sie sind im Bus. Sie sind im Bus. Sie steigen in die U-Bahn. Sie steigen in die U-Bahn. Wir benutzen in auch für Stockwerke. Zum Beispiel Die Bäckerei ist im Erdgeschoss. Die Bäckerei ist im Erdgeschoss. Ich wohne in der ersten Etage. Ich wohne in der ersten Etage. Frau Müller wohnt im zweiten Stock. Frau Müller wohnt im zweiten Stock. ich gehe ins dritte Obergeschoss. Ich gehe ins dritte Obergeschoss.